Hallo, mein Name ist Gronkh und heute gehe ich raus. Wir sind gelandet. Der erste Tag in Japan beginnt relativ unspannend und irgendwie hängen die Erwartungen ein wenig hinterher, muss man zugeben. Denn wie man hier sieht, wir fahren momentan mit dem Bus vom Flughafen in Richtung Hotel und alleine diese Reise dauert 2 Stunden, denn wir sind ja nicht direkt in Tokio gelandet, wo die Reise jetzt hingeht, sondern ein wenig außerhalb. Und wo man anfangs noch vielleicht ein bisschen Natur gesehen hat, erschließen sich jetzt die grauen Horizonte, kleine, enge Häuserbauten, riesige Wohnkomplexe, wo man eng an eng aneinander haust. Ich muss zugeben, der erste Eindruck war vielleicht ein wenig erschreckend, aber, wie wir später noch feststellen werden, er wird uns noch gewaltig trüben. Was aber auffällt, überall, selbst inmitten der größten Häuserschluchten, überall sieht man Grün, überall ist alles relativ großzügig gebaut zwischen den Häusern und überall sieht man auch kleine Flüsse, die sich einfach so durch die Stadt schlängeln und vor allen Dingen der Straßenbau, das ist echt interessant, der Straßenbau verläuft folgendermaßen. Wir fahren hier zum Beispiel gerade auf einer Straße, links von uns verläuft eine andere Straße, die sich plötzlich in den Himmel erhebt und darüber wiederum fährt noch eine andere Straße. Das heißt, anders als bei uns, wo alles sehr eben gebaut ist vor allen Dingen in Japan und ich glaube gerade in Tokio werden die Straßen oder halt die Straßenführungen teilweise auch einfach mehrschichtig gebaut. Man kann auf eine Fußgängerüberführung gehen, die einfach mal über weite Stadtkomplexe hinwegführt und das ist ganz anders als bei uns, aber dazu kommen wir natürlich noch später. Jetzt erstmal ein schüchterner junger Gronkh, der ganz leise von der Busreise berichtet und das erste Mal versucht, direkt mit der Kamera zu sprechen bei einem Vlog. Ich bitte um Verzeihung, dass das nicht direkt zu Anfang so gut geklappt hat. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, Vlogs sind eigentlich gar nicht so meins und ja, schauen wir mal, was der junge Mann zu sagen hat. Und herzlich willkommen mehr oder weniger in Japan. Wir sind gerade gelandet, wir sind immer noch nicht angekommen. Wir müssen jetzt einmal 2 Stunden mit dem Bus fahren und zwar vom Flughafen in Richtung Shinjuku. Das ist hier. Also so sieht das aus. Originalgetreu. Der Maßstab. Irgendwie steht er gerade nicht richtig scharf, ist auch egal. Und guck mal hier. So sieht das gerade aus, wo wir langfahren. Ich muss ein bisschen ruhiger reden gerade. Weil im Reisebus ist es unhöflich, wenn man zu laut spricht oder laut telefoniert oder sonst irgendwas. Deswegen spreche ich hier gerade ganz leise in die Kamera rein. Und die Wohnung hier teilweise sehr dicht an dicht gebaut. Riesige Wohnsilos, riesige Wohngebäude. Aber dazwischen immer überall Flüsse. Dazwischen überall Grün und überall Tunnels. Also ich glaube, Japaner lieben Straßenbau. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, Japaner lieben Straßenbau. Es gibt ja so viele Straßen, die gehen hoch, runter, links, rechts, oben, unten. Dann fährst du plötzlich über den Fluss, aber unter anderen Straßen. Man fühlt sich manchmal so ein bisschen wie in Neo-Tokio und manchmal so ein bisschen wie in Old-Tokio, so ein bisschen wie in den Anime-Filmen.
So, und ich filme die ganze Zeit nach draußen. Toll. Und jetzt, wo ich hier draußen filme, die ganze Zeit tunnel. Das ist einfach schön. Langsam trudeln wir jetzt mit dem Bus in Tokio ein. Und da, wo vorher noch weitläufigere Landschaften waren, wo man noch etwas weiter gucken konnte, sieht man jetzt die typischen Häuserschluchten einer Großstadt, die aber gar nicht so typisch sind. Denn anders als bei uns sieht man hier natürlich andere Schriftzeichen. Alles wirkt etwas bunter, alles wirkt etwas greller, alles wirkt vielleicht etwas aufdringlicher, aber ich muss zugeben, ich mag das und so klebe ich diesen Teil der Reise gespannt am Fenster und schaue mir alles genau an und würde am liebsten jetzt schon rausgehen, aber dafür werden wir gleich genug Gelegenheit haben, denn als wir beim Hotel ankommen, müssen wir erstmal unser Gepäck abgeben, denn die Zimmer sind noch nicht fertig, sodass wir jetzt nach der Reise, nach einer durchgemachten Nacht, nach noch einer durchgemachten Nacht im Flieger quasi, zwei Stunden Schlaf, müssen wir jetzt noch 4 Stunden totschlagen, bevor wir überhaupt in die Zimmer dürfen. Und dazu gehen wir raus aus dem Hotel und gucken uns die Umgebung etwas näher an. Und das sehen wir jetzt. Tag 1 in Japan, wir sind gerade angekommen, unsere Zimmer sind noch gar nicht fertig, deswegen müssen wir hier mit unseren Schluffi-Klamotten aus dem Flugzeug, laufen wir hier schon so ein bisschen durch die Gegend und sind jetzt im Shinjuku-Chuo-Park, wo ich weiß gar nicht, wo man nicht allzu laut sprechen darf, deswegen bin ich mal lieber ein bisschen ruhiger. Das Schöne ist, im Shinjuku-Chuo-Park, da gibt es so viele tolle Sachen zu sehen. Hier sieht man mal, hier hat man so ein bisschen den Überblick zum Beispiel. Da gibt es ganz tolle touristische Sachen. Also wir werden gleich mal ganz kurz, ich glaube, hier hingehen, weil das ist eine Sache, die interessiert, glaube ich, alle. Die ganze Welt pilgert hierhin. Da steht nämlich das Monument for the Birthplace of the Photo Industry. Also das ist einfach the place to be. Da muss man einfach mal gewesen sein im Leben. Also wenn ihr mal irgendwann wieder Ferien habt oder Urlaub oder sonst irgendwas, macht einfach mal den Pilgerpfad hier in den Shinjuku-Chuo Park und besucht das Monument. So, wir gucken uns mal ein bisschen rum und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss! Wie nennt man das grüne Zeug, das hier unten auf dem Boden ist? Oh, das gelbe Ding am Himmel. Oh, so viel Umgebung. Oh, Umgebung. Eines der ersten Dinge, die wir in Tokio gesehen haben, ist nicht etwa, wie man denken sollte, ein Freiluft-Sushi, sondern tatsächlich, und das glaubt man kaum, eine Schildkröte, die einfach so den Tag im Park genießt, so wie wir auch gerade. Kurz mal durchschnaufen und weiter. Trotz der langen Reise und obwohl wir am Anfang noch starke Navigationsschwierigkeiten hatten, wurde es noch ein unglaublicher Abend. Es gab so viel zu sehen, es gab so viele neue Eindrücke und ich muss sagen, ich glaube, ich hatte auf keiner Reise bisher so viele Eindrücke auf einmal. Natürlich gab es ganz viele fremdländische Eindrücke, ganz viele exotische Eindrücke, immer neue Eindrücke, aber nicht so viele in der Menge wie einfach hier in Tokio, wo man wirklich einfach alles auf einem Fleck hat, wo man einfach eine Straße weitergeht und schon wieder in irgendeiner neuen Welt steht oder wieder irgendwelche neuen Läden entdeckt und so weiter und so fort. Ich zeige hier im Hintergrund, gerade mal im Video sieht man so ein paar Ausschnitte, aber die nächsten Tage gucken wir uns alles mal ein bisschen genauer an und dann geht es auch richtig los mit der Reise hier in Japan, mit Tokio. Dann gucken wir uns die ganzen Sachen mal ein bisschen genauer an. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Vlog. Tschüss! Gute Nacht, John Boy.